Servus Leute, willkommen zum neuen Video. Wir sind heute hier in der Werkstatt in der Joy of Air Indoor Akademie und ich habe mir gedacht, jetzt ist eine Woche vor der Deutschen Meisterschaft Halbfinale in Lüneburg und was ich immer so mache vor dem Wettkampf, generell mein Fahrrad komplett durchchecken, vom Vorderrad bis zur Bremse, bis zum Tretlager, Kette, alles was man so machen muss. Und da habe ich gedacht, dann nehme ich euch heute einfach mal mit und zeige euch und erkläre euch ein bisschen so, wie ich das mache. Viel Spaß! Normalerweise ist mein Fahrrad eigentlich gar nicht immer so sauber. Letzten Tage hat es zwar geregnet, aber irgendwie trotzdem, es geht. Das heißt, das Fahrradputzen, das spare ich mir jetzt heute. Auch aus dem Grund, weil die Reifen runterkommen und ich neue Reifen drauf mache. Mein Fahrrad dann am Ende einmal hier letztendlich nur den Rahmen, die Gabel ein bisschen putzen muss. Wenn ihr sonst euer Fahrrad putzen wollt, bevor ihr das Ganze macht, also wenn es dreckig ist, richtig dreckig, dann würde ich das machen. Das Fahrrad komplett putzen, warmes Wasser, Spüli, ein Lappen und ein Schwamm. Das wär's. Dann passt es. Genau. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen an mit Räder rausbauen. Fangen wir einfach mit dem Vorderrad raus und dann geht's los. Hinterrad, Vorderrad sind schon draußen, es geht ratzfatz. Was wir jetzt machen, die Reifen runter. Die Reifen kommen dann auch, hoffentlich, wenn bald mal mein Ersatzfahrrad kommt, kommt die auf jeden Fall auf ein Ersatzrad. So super schlecht sind die nicht, die Reifen. Also fürs Training reichen die auf jeden Fall noch. Aber jetzt für Lüneburg, ich weiß, es ist ein ziemlich sandiges Gelände. Und momentan der Wetterbericht ist eher so, schlechtes Wetter. Da mache ich lieber neue Reifen drauf. Die neuen Reifen mache ich aber mindestens, oder was heißt mindestens, spätestens eine Woche vor dem Wettkampf solltet ihr neue Reifen drauf machen, weil wenn die neu sind, haben die, seht man ja hier, zum Beispiel das sind jetzt neue Reifen von Clean, von Trail World. Das sind die haben sowieso so eine Schicht noch drauf, wo so, ja, wie so ein bisschen fettig ist und dann rutschen die Reifen und am Anfang wirklich null Grip und sind wirklich Müll. Also spätestens eine Woche vorher solltet ihr neue Reifen drauf machen, dass ihr mit denen auch nochmal trainieren könnt, die Reifen richtig einfahren könnt und ich zeige euch nachher noch einen Trick, was ihr machen könnt, damit ihr beim ersten Training, nachdem ihr neue Reifen drauf gemacht habt, nicht irgendwie Probleme habt und denkt so, wow, die Reifen rutschen total. Also, machen wir die mal runter hier. Dann hier meine Favoriten, Monty-Reifen. Den mache ich jetzt drauf, Schlauch behalte ich. Mal kurz reingucken, ist nichts drin. Keiner hat irgendwie Reißnagel oder sowas reingelegt, das passt. Dann, was ich immer mache, ganz wichtig, Leute, checkt eure Felge durch. Ich habe jetzt als Felgenband einfach Tesafilm genommen, einfach um ein bisschen Gewicht zu sparen. Und das sehe ich zum Beispiel schon hier direkt, dass hier der Nippel von der Speiche ein bisschen durchguckt. Und das dann schon so ein Faktor sein könnte, dass ich doch eher einen Platten bekomme. Und da gehe ich gleich nochmal ein bisschen drüber mit Tape oder mit Tesa. Ob da alles okay ist oder ob eine Speiche durchguckt. Selten der Fall, aber da ist auch ein bisschen was gerissen. Wie ihr wisst oder schon gesehen habt, auch bei Instagram habe ich hier mit der Bohrmaschine einfach ein paar Löcher reingemacht. Oder so angefräst mit der Bohrmaschine, um auch ein bisschen Gewicht zu sparen. Und bis jetzt gab es noch keine Probleme mehr. Also scheint trotzdem zu halten. Die Richtung vom Reifen ist völlig egal. Das ist das Gute bei dem Monty-Reifen, anders wie bei zum Beispiel OBR-Reifen. Den Monty kann man drauf machen, wie man will. Jetzt habe ich eine Runde komplett drüber gemacht mit Tape und fragt mich, warum der Schlauch nicht durchs Loch geht. Ist ja logisch, das Loch ist ja zu. Eieiei. Also wenn ihr euren Reifen frisch drauf macht, macht nicht gleich komplett voll die Luft. Macht so ein bisschen rein, so ein halbes Bar oder sowas. Dann drückt ihr nochmal den Reifen, dass der Schlauch auch richtig sitzt. Wieder ein bisschen reinpumpen, gucken, ob er überall richtig drauf sitzt. Ja, ein bisschen drücken nochmal von allen Seiten. Und dann könnt ihr Gas geben. Was ich jetzt machen könnte, ich könnte hergehen und sagen, okay, jetzt ist die Felge ja frei, jetzt ist die Felge
weg vom Reifen, perfekt. Ich kann hier ganz easy flexen, ohne irgendwie den Reifen zu beschädigen. Was ich aber mache, ich mache trotzdem erst den neuen Reifen drauf, montiere das Ganze und tu dann flexen. Warum mache ich das? Wenn ich jetzt flexen würde und dann den neuen Reifen draufziehen würde, kann sein, weil der neue Reifen einfach so diese fettige Oberschicht hat, ja, und ich dann den neuen Reifen drüber ziehe, nachdem ich geflext habe, was Flexen eigentlich, ja, also bringt Flexen eigentlich gar nichts, weil dann so ein bisschen Fett auch noch auf der Felge drauf ist und dann letztendlich das Flexen sich nicht gelohnt hat, weil einfach der Grip dann fehlt. Deswegen da aufpassen. Da ist es tatsächlich jetzt so, jetzt haben wir den Ober-R-Reifen. Da ist schon wichtig, wie rum ihr den Reifen macht, dass die Stollen in der Mitte, dass die so nach vorne zeigen. Ja? Also rollt der Reifen in die Richtung. Und dementsprechend montiere ich meine Felge, sodass ich Jitsi lesen kann. Und dann baue ich das Ganze jetzt ein. Da können wir eigentlich hingehen und können direkt wieder die Räder reinbauen, aber bevor ich das mache, mache ich meine Kette sauber, check die durch, ob jetzt ein Riss hat oder ob ein Kettenglied irgendwie kaputt ist, ist auch ganz wichtig. Mache hier ein bisschen sauber, weil ich jetzt gut hinkomme. Werde noch das Tretlager rausbauen, werde das Ganze neu fetten und alles. Baue ich das wieder rein. Vorne mache ich auch noch mal kurz die Gabel sauber, stelle hier die Bremsen richtig ein, beziehungsweise fette hier innen drin die Lager, dass das hier wieder richtig sauber läuft. Und werde gleich hergehen, kurz hier öffnen, Gabel lösen, mir die Lager anschauen, sauber machen, frisch fetten, wieder zusammenstecken. Und dann wären wir eigentlich auch schon fast durch. Das sauberste Lumpen natürlich dafür nehmen. Ich könnte jetzt hingehen, natürlich die Kette sauber machen mit irgendeinem Mittel oder sowas, weil ich danach dann die Kette nach dem Saubermachen jetzt mit dem Lumpen, mit dem Öl behandle. Dann sehe ich das als nicht relevant, die Kette so krass sauber zu machen. Was ihr natürlich nicht machen sollt mit so einem Lumpen, eure Scheibenbremse putzen oder eure Felge putzen. Ja, aber die Lager oder hier so im Rahmen gibt eigentlich nichts Besseres. Was ihr auf keinen Fall machen dürft, ist den Lumpen nehmen von der Mama, mit dem sie euer Geschirr spült, weil dann gibt es richtig Ärger. Grüße gehen raus, Mama, tut mir leid für die letzten 15 Jahre, als ich noch zu Hause gewohnt habe und immer dann Spüllumpen genommen habe zum Fahrradputzen. Ich werde jetzt hier das Ganze lösen, indem ich zusammendrücke. Jetzt ist die V-Brake quasi ohne Druck. Jetzt gehe ich hier an den ersten Arm, löse den hier, 5er Imbus, aufschraube, Schraube wegnehme. Jetzt ziehe ich das Ganze raus. Zack, jetzt habe ich es draußen, lege es mir hier hin, putze ich das Ganze, auch wieder mit dem gleichen Lappen. Wenn ich jetzt gut an die Gabel komme, mache ich das hier auch gleich. Wenn das Wetter so bleibt, wie der Wetterbericht sagt, dann heißt es tatsächlich, dass die ganze Woche nochmal regnen soll. Von dem her spare ich mir dieses super genaue Putzen jetzt am Fahrrad, was mir eigentlich relativ wichtig ist, weil wenn du ein sauberes Fahrrad hast, fährt sich auch gleich viel besser. Was ich jetzt mache, ich werde hier diese Hülse ein bisschen einfetten und dann habe ich noch einen Spezialtrick für euch, was ihr auch nehmen könnt. Grüße gehen raus an Toni. So, ein bisschen Fett hier ins Gewinde für später für die Schraube. Teflon, das Beste. WD-40 wegwerfen, also WD-40 Sponsor wird schon mal nichts. Gibt nichts Besseres. Das schmiert ohne Ende. Was ich hätte theoretisch auch noch machen können, wäre diese Lager in den Bremsarm rausnehmen, die Lager frisch fetten. Aber tatsächlich ist noch gar nicht so lange her, dass ich das gemacht habe. Was ich mache auf jeden Fall, das was ich gerade mache, einmal in der Woche mache ich das. Ja, meistens am Ende von der Woche. Fahrrad auseinandernehmen, Hinterrad raus, Vorderrad raus, Gabel raus, Tretlager raus, dass alles wieder sauber läuft. So dann wirklich an die Details gehen, wie diese kleinen Lager hier in den Bremsarmen oder auch mal einen Seilzug wechseln, mache ich einmal im Monat, ja, oder zweimal im Monat höchstens. Alright, weil ich jetzt gut hinkomme, mache ich das Tretlager jetzt lose, hau das raus mit dem Hammer. Tatsächlich hau ich das raus mit dem Hammer. Anders da geht's nicht, das hängt immer so ein bisschen. Mach das Ganze noch sauber. Große Problem ist halt, also ich meine jetzt im Winter, wenn ich viel in der Halle fahre und es dann ziemlich staubig und der Staub setzt sich rein, dann läuft das alles irgendwann nicht mehr so richtig. Im Sommer aber genau das gleiche, wenn ich dann oft draußen fahre. Draußen es mal regnet oder so und Schlamm und so und dann putze ich es noch mit Wasser, dann setzt sich auch Sand und Dreck und alles rein. Dann ist einfach wichtig, dass man sein Fahrrad ab und zu komplett auseinander nimmt, alles durchcheckt, frisch fettet, frisch ölt, dass es einfach wieder läuft wie ein neues Fahrrad. Ja? Jetzt habe ich auch ganz gut nochmal einen Freilauf dran. Mach gleich auch noch ein bisschen sauber.
Jetzt, was ich ein bisschen ein Problem habe bei dem Freilauf. Der Freilauf löst sich irgendwie so ein bisschen als vom Inneren. Das seht ihr hier, dass so das Silberne ein bisschen rausguckt, auch wenn es nur so 1-2 mm sind. Aber jetzt gehe ich da auch nochmal hin mit dem Hammer. Hau das richtig drauf, dass es richtig aufeinander sitzt. Tatsächlich, jetzt sitzt das Äußere wieder richtig auf dem Inneren. Und da ist kein Abstand. Was ich auch hier mache, weil ich jetzt perfekt hinkomme. Teflon. Ja Leute, Teflon setzt sich überall rein. Also was ich jetzt hier kurz mache, ich check kurz die Lager durch, die laufen noch schön, beide. Macht es für mich jetzt auch keinen Sinn, die rauszunehmen. Das heißt, ich lasse die so und schmiere jetzt quasi nur das Tretlager ein, dass da hier auch richtig geschmiert ist. Dann passt es. Was ich aber auch hier mache, wenn wir schon so gut hinkommen, Achtung Hundi, Teflon. Gibt es einen kleinen Trick, du löst die Schraube hier. Die ist bei jedem Pedal ein bisschen anders, da bei jeder Marke. Aber nehmt ihr hier einen Schlüssel, meistens ist es ein Imbusschlüssel. Gut, dass ihr die Schraube löst. Also hier die Schraube habe ich jetzt gelöst. Jetzt automatisch hat das Pedal hier mehr Spiel. Aber wenn es nur minimal ist, seht ihr hier, wie es ein bisschen mehr Spiel hat. Und jetzt komme ich natürlich viel besser hin mit diesem Teflon. Schmier da ein bisschen rein. Und dann sauber machen mit dem Lumper. Dann hier Schraube wieder zumachen. Ein bisschen blöd zum Hinkommen. Handfest zu, reicht da vollkommen aus. Ist auch ganz gut, wenn ein bisschen Spiel da ist, weil einfach dann sich das Pedal besser dreht. Alright, als nächster Step, Tretlager komplett einfetten, dann wird es reingeschoben. Was ich dazu mache, hier die Lager ein bisschen einschmieren. Passt. Was für Fett ihr da nehmt, ist völlig egal. Ihr könnt auch im Netto oder im Edeka Margarine kaufen, Margarine reinschmieren. Geht auch. Natürlich nicht. Leute, also bitte. Ihr braucht das beste Fett vom ganzen Markt. Also geht mal hin, wenn ihr irgendwo einen Baggerfahrer seht und fragt, ob ihr Maschinenfett haben könnt. Weil so ist es bei mir. Ich nehme einfach ganz normales Maschinenfett von der Baustelle. Dann passt es. Pedale laufen, tipptopp, Mann. Jetzt kommen wir hier schon der ganzen Sache näher. Von dem Ende zu Hinterrad rein, was ich natürlich hier auch nochmal mache. Mit dem Lumpe das Ritzel putzen und auch nochmal das Ritzel kontrollieren. Wenn jetzt das erste Mal, dass ich bei dem Ritzel einen Zahn abgerissen habe. Zahnbürste. Am besten nehmt ihr die Zahnbürste von eurer Schwester oder von eurem Bruder, wenn ihr die besonders gut leiden könnt. Und dann mit der Zahnbürste Gas geben. Aber langsam, weil halt gegenüber die Scheibe sitzt. Wenn jetzt der ganze Dreck auf die Scheibe geht, das wäre natürlich ziemlich doof. So was dann auch immer machen, nochmal hier die Schrauben rausnehmen, ein bisschen sauber machen und dann auch nochmal kurz frisch einfetten. Ich ziehe das Hinterrad bewusst jetzt noch nicht voll an. Ich ziehe das erst an, wenn ich jetzt die Gabel gecheckt habe und das Vorderrad drin habe. Weil wenn das Rad unten auf dem Boden sitzt, drücke ich nochmal den Rahmen richtig runter. Das heißt, das Rad sitzt richtig rein in den Rahmen, hier hinten in diese Öffnungen. Und dann ziehe ich erst das Rad fest. Also jetzt momentan dreht sich das überhaupt gar nicht, was aber auch völlig in Ordnung ist. Also als nächstes, hinten sind wir jetzt soweit fertig. Ja, muss ich eigentlich nichts mehr machen. Bremsscheibe habe ich letztes Training kontrolliert. Würde ich auch so machen, einfach die Torx-Schrauben an der Bremsscheibe, die Bremsscheibe noch richtig sitzt. Bremskolben tue ich vielleicht nachher nochmal einstellen, je nachdem, ob sich das Rad richtig dreht oder nicht. Tretlager sind wir durch, Kette sind wir durch. Ölen tue ich immer als allerletztes. Ja, mache ich ganz am Ende. Wie wir jetzt weitermachen, ist hier, ich öffne jetzt hier die Clean Combo, Vorbau-Lenker-Kombo. Mache das Ganze hier auf. Schöne Wechsel links, rechts. Das seht ihr auch gleich einen Trick, was ich hier gemacht habe, dass das jetzt richtig hält und nicht mehr rutscht, wenn ich irgendwo drin hänge. Ja. So, jetzt komme ich hier zu der Besonderheit, was ich gemacht habe. Und zwar, wenn ich das jetzt hier runter mache, dieses Insert, normalerweise ist es hier zusammen gewesen. Also das war hier so zusammen. Was habe ich gemacht? Ich habe das hier getrennt, also ich habe es durchgeflext, habe es ein bisschen abgeschliffen, habe so hier drin ganz leicht geschliffen, ein bisschen Lack weggemacht, also außen auch Lack weggemacht. Einfach aus dem Grund, dass wenn das Insert quasi hier drin ist, ja, und eingestellt, jetzt wäre es auf genau -2, das heißt, die hohe Seite ist hinten, der Vorbau kann nach vorne schräg runterlaufen. Also wenn ich den Vorbau festziehe, dass einfach hier ein bisschen mehr Spiel ist und sich das Ganze hier noch mehr klemmen kann. Davor, wo das hier wirklich fest war, war das Teil im Prinzip so stark, dass ich den Vorbau gar nicht so festziehen konnte und konnte nicht genug Spannung auf die Gabel bekommen, dass es hier wirklich hält. Also dass mein Vorbau hält, wenn ich zum Beispiel irgendwo einen Hookup mache oder mich irgendwo einhänge, ja, dass der Vorbau nicht rumrutscht. Also wenn ihr die Clean Combo fahrt, empfehle ich euch, trennt hier das Ganze durch. Ihr müsst einfach ein bisschen genauer sein dann beim Einstellen, dass das in der richtigen Position sitzt. Das ist der einzige Nachteil, was aber auf jeden Fall machbar ist. Und dann sitzt das Ganze. So, machen wir das Ganze sauber.
hier das alte Fett, den Staub, den Sand, den Dreck oder was auch immer. Einfach wirklich kommt alles wegmachen mit dem Lappen. Dann haben wir das hier schon mal gemacht. Schön sachte hinlegen. Wenn jemand habt, der das heben kann, dann macht es natürlich, dass der das heben soll. Dann Lager raus. Ja, noch gar nicht so lange her, dass ich es draußen hatte und frisch eingefettet habe, aber ich mache es jetzt einfach nochmal. Einfach weil ich will, dass mein Fahrrad tiptop läuft nächste Woche im Halbfinale. Dann hier Lagerschale sauber machen. Also ich mache die Lager und die Lagerschale auch da. Nicht am Fett sparen. Erst hier das Fett reinschmieren. Dann nehme ich die Lagerschale. Da auch nochmal schön einschmieren in Fett ringsrum. Dann richtig rum reinsetzen, da wo die Kante so abgeflacht ist. Das kommt innen rein. Passt. Kommt das Insert rein, das mache ich zusammen rein mit dem Vorbau. Ich habe probiert, so eine Carbonpaste oder sowas reinzuschmieren, hat bei mir aber gar nicht funktioniert. Das heißt, mache das Insert jetzt hier in den Vorbau rein. Das, was ich gerade vorhin gemeint habe, mit dem Nachteil, ist halt ein bisschen gefummelt. Ihr müsst halt ein bisschen euch gedulden. So, jetzt passt es. Ich gucke, dass jetzt gleich die Position auch passt. Zeige ich euch auch gleich, wie man das am besten macht. Also, ich habe es eingestellt auf -2. Das heißt, ich fahre die flachste Variation. Jetzt wisst ihr auch da Bescheid, wie ich mein Setup habe am Lenker. Jetzt gehe ich hin mit dem Schraubenzieher und kann jetzt hier mein Insert so einstellen nochmal, dass es wirklich genau passt mit dem Vorbau. So. Das sollte auf jeden Fall hier eine Lücke haben und hier relativ zusammen sein. Dann kann sich es am Ende genau zusammenklemmen. Mal noch nicht zu eig. So sieht schon aus, eigentlich wieder wie neu mit neuen Reifen. Das ist das Coole bei der ganzen Sache. Jetzt hänge ich hier die V-Brake wieder ein, dass die wieder Druck hat und funktionieren kann. So geht's nicht. Zack. Theoretisch funktioniert der Hebel jetzt wieder. Wir gehen erst flexen. Ich kenne da so jemand, der ist auf YouTube JFR Academy und der hat vor kurzem erst ein Video veröffentlicht, wie man die Felge richtig flexen sollte. Schaut einfach mal rein. Link ist in der Beschreibung unten. Weiter geht's. Räder würde ich immer erst dann einstellen, wenn das Fahrrad auf dem Boden ist, weil es hat genug Druck, um richtig in die Gabel bzw. hinten in den Rahmen reingedrückt zu werden. Dann anziehen, bis ihr merkt halt so, okay, dass ein guter Widerstand kommt. Dann nochmal ein bisschen Umdrehung geben, dann passt das. So, jetzt müssen wir auch hinten anziehen. Drücke ich runter, habe ich schon gemerkt, sitzt gar nicht richtig drin. Mache ich nochmal ein bisschen locker. So, jetzt sollte das Ganze sitzen. Auch immer hier im Wechsel. Erst eine Seite ein bisschen, dann die andere. Nicht eine Seite voll anziehen, dann am anderen, am Schluss die andere Seite. Das bringt nichts. Also schöne Wechsel, Step by Step und dann könnt ihr anziehen. Und rollt schon einwandfrei. Perfekt. So, was machen wir jetzt? So, Lenker einstellen. Passt. Ja, nochmal gucken, ob es passt mit dem Insert. Ja, sieht gut aus. Dann wieder mal Druck drauf geben. Passt, lässt sich immer noch drehen. Hier gebe ich lieber ein bisschen mehr Druck drauf, ja, dass es am Anfang ein bisschen fester ist. Weil lose wird es meiner Erfahrung nach von alleine. Ja, also könnt ihr da ruhig ein bisschen mehr drauf geben. Auch hier normalerweise an die Schrauben immer gut Fett hinschmieren. Aber auch das ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht eine Woche, deswegen passt es auf jeden Fall da mit dem Fett. Muss ich jetzt gar nicht machen. Da nochmal nachchecken, ob es wirklich passt. Ja, passt. Und jetzt geht es an Einstellung von die Bremse. Und dann sind wir eigentlich schon durch, bis auf Kette ölen und Reifen schnipseln. Beziehungsweise die Reifen so bearbeiten, dass man auch wirklich gleich damit fahren kann. Weil neue Reifen, Leute, ihr merkt euch, neue Reifen sind Schrott. Hier ist, alle Schrauben sind fest, passt. Gebe ich hier ein bisschen Spannung auf die Schraube. Das ist die eine Seite. So, dann kriegt die andere Seite ein bisschen Spannung. Dann merke ich hier automatisch, der Hebel hat hier schon wieder viel besser Druck. Das Ganze läuft. Und jetzt soll man das Ganze ganz genau einstellen. Das ist die Felge, dass die nicht schleift. Schleift auf jeden Fall. Aber erst, wie gesagt, gebe ich ein bisschen Druck auf die Schrauben. Dass mein Hebel auch guten Druck hat hier. Das läuft einwandfrei. Oh, passt sogar. Gehe einfach nochmal her. Guck hier genau, ob irgendwas schleift. Das sieht aber gut aus. Hier sieht es auch gut aus, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Druck. Das heißt, rechte Schraube, kleines bisschen, linke Schraube, kleines bisschen. Dreht sich und hat gut Druck. Und ihr hört aber jetzt schon, da wurde auf jeden Fall geflext. Bremse ist eingestellt. Hinten muss ich nichts einstellen. Das ist der große Vorteil von der Scheibenbremse. Ja? Felgenbremse, V-Brake, HS33, wie auch immer. Brauche immer ein bisschen mehr Arbeit. Also da nur dann die Bremse nehmen, wenn ihr auch wirklich die Zeit habt und die Lust habt, die Arbeit durchzuführen. Weil wenn es am Ende nur Mama und Papa machen, ist auch nicht das Wahre. Ja? Irgendwann müsst ihr das auch alleine hinkriegen. So, jetzt geht's an die Reifen. Weil wie gesagt, merkt euch, neue Reifen sind Schrott. Was ich da empfehlen kann,
Zange. Und jetzt geht's los. Wer mich gut kennt, weiß, ich nehme immer die Seiten an den Reifen weg. Hinten und vorne, einfach aus dem Grund. Wer schon mal einen alten, gebrauchten Reifen angeguckt hat, seht ganz genau. In der Mitte ist komplett runtergefahren, aber die Seiten sind immer noch da. Das heißt, theoretisch brauchen wir die Seiten gar nicht, wir fahren die eh nie runter. Was wir runterfahren, ist hier in der Mitte. Das heißt, die meiste Zeit wird auch wirklich nur die Mitte beansprucht. Gründe, warum ich den Reifen schnipsel, sind einfach die: ich spare Gewicht, sind vorne, hinten auf jeden Fall 100 Gramm. Könnt ihr nachchecken. Dann, das nächste ist, es bleibt weniger Dreck hängen, wenn es mal regnet, wenn es schlammig sein sollte. Und Nummer 3 wäre, ich brauche die Seiten überhaupt gar nicht, weil wenn der Reifen abgefahren ist, seht man immer, Mitte ist abgefahren, Seiten sind auch da. Also das ist für mich ein Grund, warum ich die Seiten nicht brauche. Klar, jetzt sagen manche, ja, wenn du einen Sidetop machst oder so seitlich irgendwo hochspringst, dann helfen dir doch die Stollen. Aber ganz ehrlich, also auf die Millimeter kommt es auch nicht an. Also entweder ich komme hoch oder ich komme nicht hoch. Deswegen macht einfach den Rand weg und ihr seht schon allein, dass es viel, viel besser rollt. Das Ganze ist schon ein großer Vorteil. Das heißt, zack, legt damit. Aufpassen, dass ihr es nicht zu übertreibt, weil dann habt ihr ruckzuck ein Loch im Reifen und nicht einen Blattfuß. Aber ganz leicht ansetzen und zack. Perfekt. Vorne, hinten Reifen sind geschnipselt, was ich jetzt mache. Ich habe gesagt, ich habe da noch einen kleinen Trick auf Lager. Das ist nämlich so eine Schweißerbürste. Ich gehe jetzt hin mit der Schweißerbürste, einmal grob drüber. Das ist schon mal so das Fett ein bisschen runter. Schmirkel, was ihr auch machen könnt. Schleifpapier, einfach Schleifpapier nehmen und es damit machen. Aber ich mache es mit so einer Schweißerbürste. Dann, was ich auch noch mache, Waschbenzin nehmen. Also da ein bisschen aufpassen, Leute. Die Reifen so ein bisschen mit Waschbenzin abreiben. Perfekt. Jetzt, wer gut aufgepasst hat, weiß noch, was am Schluss fehlt. Und zwar die Kette ölen. Meine Sprache. Kette ölen, das mache ich hier dann tatsächlich doch mit WD-40 zum Bike-Kettenöl. Da gut aufpassen, ich würde da keinen Spray empfehlen. Da würde ich lieber sowas aus der Tube nehmen, weil wenn du was sprüht, wenn man sprüht und dann geht was auf die Scheibe, da ärgert man sich am Ende bloß. Deswegen macht da so ein bisschen was auf die Kette. Und der Kurbel gibt ein bisschen Dampf drauf, dass die Kette läuft. Gut einölen. Und am besten macht ihr sowas auch nicht vorm Training oder vorm Wettkampf. Also nicht direkt davor, sondern ihr macht sowas am besten am Abend davor. Beziehungsweise bei mir heute. Ich habe auch kein Training mehr auf dem Plan, das heißt, ich mache das heute und trainiere morgen früh erst wieder. Also hat meine Kette genug Zeit, über Nacht quasi jetzt sich mit dem Öl richtig vollzusetzen. Lass das Rad nochmal so ein bisschen laufen und reibt so die Kette ab, dass dann nicht am Ende das ganze Öl runtertropft. Und dass wirklich die ganze Kette komplett mit Öl eingerieben ist. Jetzt kommt Mama und Papa ins Spiel. Mama, Papa rufen, die machen die Werkstatt sauber. Nein, natürlich nicht. Jetzt müssen wir auch die Werkstatt sauber machen. Am allerbesten räumt ihr immer die Sachen direkt auf, dann ärgert euch nicht beim nächsten Mal, wenn ihr wieder das schrauben müsst. Und ihr wisst natürlich auch immer, wo euer ganzes Werkzeug ist. Also wirklich Werkstatt zu Hause sauber halten, euer Rucksack, wo euer ganzes Werkzeug drin ist oder so. Das muss immer geordnet sein, dass ihr immer alles findet, wenn ihr es braucht. Alright Leute, also das war's mit meiner Bike Mechanic Session. Fahrrad ist jetzt soweit tiptop eingestellt, neue Reifen drauf, alles frisch eingefettet, was man so einfetten muss. Kette geölt, die Schrauben eigentlich auch gleichzeitig kontrolliert, weil ich ja alles rausgebaut habe, wieder frisch hingebaut habe ans Fahrrad. Macht sowas wirklich einmal in der Woche, wenn ihr viel fahrt, ansonsten mindestens einmal im Monat. Fahrrad komplett durchchecken, dann habt ihr auch nicht das blöde Knacksen im Training oder im Wettkampf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr konntet was lernen und viel Spaß, wenn ihr nächstes Mal bei eurem Fahrrad selber schraubt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, reinschreiben in die Kommentare und dann können wir das vielleicht beantworten. Vielleicht auch nicht. Doch, wir beantworten es auf jeden Fall. Also Leute, that's it. Viel Spaß, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.